Waterloo. Auch 200 Jahre später weltbekannt. Bei Bauarbeiten kam kürzlich eine erstaunliche archäologische Entdeckung ans Licht. Das nahezu vollständige Skelett eines Soldaten, der vor 200 Jahren auf dem Schlachtfeld von Waterloo starb. Cool! Das sind wirklich coole Funde. Die Frage ist, warum sind die so einzigartig? Die Schätzungen über die Gefallenen dieser Schlacht bewegen sich zwischen 20.000 bis hin zu über 50.000 toten Menschen und Pferden. Das Areal, auf dem die Schlacht stattfand, ist etwa 4,5 Quadratkilometer groß. Wir reden also theoretisch über eine Leichendichte von zwischen knapp 50 bis gut 100 Toten pro Hektar. Wo sind die hin? Ihr seht, ich habe mich auch schon passend angezogen, vielleicht nicht zu 100%, dafür zu 200%, lala. Und das hat auch seine Gründe. Die glanzvoll dekorierten Uniformen des 18. und 19. Jahrhunderts hatten den Zweck, die Grauen des Krieges zu übertünchen und über die bittere Realität der Schlachtfelder hinwegzutäuschen, zumindest nach außen hin. Diese Uniformjacke hier ist inspiriert von den sogenannten Pelis, also diesen umgehängten Überjacken der Husareneinheiten, in diesem Fall von Napoleons 7. Husarenregiment. Wegen seiner ungebrochenen Treue zum Kaiser wurde dieses Regiment bei dessen erster Verbannung und der Rückkehr der Bourbonenkönige 1814 aufgelöst. Auf die übrigen Husarenregimenter aufgeteilt nahmen sie 1815 aber dennoch an der blutigen Schlacht bei Waterloo teil. Waterloo. Wer übrigens die Musical-Verfilmung von Les Miserables von 2012 mit Hugh Jackman und wie sie nicht alle heißen gesehen hat, erinnert sich vielleicht noch daran, dass die Figur des Monsieur Thénardier eine ganz ähnliche Jacke trägt. In der Buchvorlage von Victor Hugo begegnen wir diesem Monsieur Thénardier das erste Mal in der Vollmondnacht nach Waterloo, wo sich dieser über die Besitztümer der Gefallenen hermacht. Ein Stückchen Character-Background, der natürlich im Kinofilm keine Zeit fand, aber auf diese Art und Weise schön subtil doch noch mit eingewoben wurde. Und das macht auch Sinn, denn Victor Hugo zeichnet in seinem Buch Die Elenden ein Porträt genau dieser Gesellschaft, die die vielen Kriege und das Regime Napoleons nach ihrem Ende 1815 zurückließen. Aber jetzt mal zum Thema. Zur historischen Einordnung ein kurzer Abriss der Vorgeschichte und der Ereignisse bei Waterloo 1815. Diese Schlacht vor 207 Jahren markierte den endgültigen Schlussstrich unter der Zeit, die wir heute gerne als napoleonische Ära bezeichnen, natürlich insbesondere in Frankreich selbst. Napoleon Bonaparte oder Napoleone Bonaparte hatte sich in der Zeit nach der Französischen Revolution vom kleinen Offizier aus Korsika zunächst zum Stargeneral der Revolutionsarmee und später als erster Konsul zum faktischen Alleinherrscher Frankreichs gemausert. Den enormen Rückenwind, den ihm seine militärischen Erfolge und seine Beliebtheit in der Rolle als Mann des Volkes eingebracht hatten, nutzte er 1804, um die junge französische Republik in ein Kaiserreich, ein Empire, unter seiner eigenen Herrschaft umzuformen. Die Eroberungszüge seiner Armee veränderten das Gesicht Europas nachhaltig. So beendete zum Beispiel die Eroberung weiter Teile der deutschsprachigen Gebiete und der Sieg Napoleons über das Haus Habsburg und die Gründung des Rheinbundes als militärische Pufferzone dazwischen die lange währende Existenz des Heiligen Römischen Reiches. Franz II. Legte die deutsche Kaiserkrone 1806 nieder und ein Kaiserreich löste das andere ab. 1812 jedoch verkalkulierte sich Napoleon bei seinem Versuch, seinen letzten großen Kontrahenten auf dem europäischen Festland aus dem Weg zu räumen, das russische Zarenreich. Der fehlgeschlagene Feldzug nach Russland endete für Napoleon im Desaster und sein Heer kehrte massiv geschwächt und auf einen winzigen Bruchteil dezimiert zurück. Nur etwa 30.000 von über 400.000 Opfern aus Napoleons Armee starben tatsächlich in der Schlacht. Der Winter und die Weitläufigkeit Russlands waren Waffe genug gewesen.
Nach der Niederlage bei Leipzig 1813 und seiner Verbannung auf die Mittelmeerinsel Elba kehrte Napoleon 1815 jedoch zurück nach Frankreich und fand in seiner ehemaligen Armee immer noch genug Rückhalt, um seine Position als Empereur erneut einzunehmen. Aber auch die übrigen Herrscher Europas waren in der Zeit nicht faul gewesen, sondern hatten die Abwesenheit Napoleons genutzt, um die politischen Umwälzungen seit 1789 so weit irgend möglich wieder rückgängig zu machen und die Autorität des sogenannten Ancien Regime wiederherzustellen, die sogenannte Restauration im Wiener Kongress. Als Napoleon dann plötzlich wieder an der Spitze einer eigenen Armee stand, formten sie eine erneute Allianz, um einer weiteren Expansion Frankreichs möglichst frühzeitig entgegenzuwirken. Von allen Seiten überschritten nun die Armeen Frankreichs Grenzen und auch Napoleon entschied sich, schnell anzugreifen. Und so begegneten sich nahe Brüssel, das im Wiener Kongress an das Königreich der Niederlande vergeben worden war, Frankreich, das britische Empire und Preußen auf den Feldern südlich von Waterloo. Napoleon führte etwa 72.000 französische Soldaten ins Feld, der Duke of Wellington weitere 67.000 aus dem Empire, den Niederlanden Hannover, Braunschweig und Nassau, und unter dem Kommando von Blüchers waren knapp 50.000 weitere Soldaten aus Preußen zur Stelle. Die Hauptschlacht bei Waterloo folgte auf einige Vorgeplänkel zwischen französischen, britischen und preußischen Heeresteilen an den Tagen zuvor, aus denen die französische Armee siegreich hervorgehen konnte. Der Verlauf der Schlacht am 18. Juni führte Napoleon jedoch in seine finale Niederlage. Dass Napoleon diese Schlacht verlor, obwohl er sich zu ihrem Beginn im eindeutigen Vorteil sah, lag zum einen Teil an seiner Fehlannahme, mit seinem ersten Vorstoß erfolgreich einen Keil zwischen Wellington und Blücher getrieben und die endgültige Flucht der preußischen Armee erzwungen zu haben. Außerdem sah sich die französische Armee mit denkbar ungünstigen Witterungsvoraussetzungen konfrontiert. Mehrtägige Regenfälle hatten den lehmigen Boden so aufgeweicht, dass er sich in einen seichten Morast verwandelt hatte, was den französischen Soldaten die Erstürmung der Hügelkette, hinter der sich Wellington mit seiner Armee in Stellung gebracht hatte, erheblich erschwerte. Die Soldaten sanken teilweise so tief ein, dass ihre Stiefel einfach im Schlamm stecken blieben und viele Fußsoldaten mussten barfuß weiterkämpfen. Der weiche Boden machte außerdem Napoleons fortschrittlicher Artillerie einen dicken, fetten Schlammstrich durch die Rechnung. Die einschlagende Wirkung der Grande Batterie, Napoleons größtem Trumpf auf dem Schlachtfeld, baute auf einer indirekten Beschusstechnik auf, die vorsah, dass die Kugeln zunächst vor dem Feind auf dem Boden aufschlugen, abprallten und dann in einem flachen Winkel tiefe Schneisen in die feindlichen Reihen rissen. Am aufgeweichten Boden prallten jetzt aber leider die Kugeln nun mal nicht ab und das französische Kanonenfeuer blieb nahezu wirkungslos. Außerdem hatte Wellington die Hügelkette seiner Verteidigungslinie genutzt, um seine Armee außerhalb des Sichtfeldes der Franzosen in Stellung zu bringen, und der Boden war zu aufgeweicht, um die schweren Geschütze nahe genug an die alliierten Verteidigungslinien heranzubringen, um deren Befestigungen um die Höfe Hougomont, Eyssand und Papelotte ernsthaften Schaden zuzufügen. Die Rückkehr der scheinbar geflohenen Preußen stürzte Napoleons Angriff endgültig ins Chaos. Einen Tag und viele, viele tausend Tote später war die Schlacht entschieden und Napoleon erneut geschlagen. Wellington und Blücher besiegeln ihren Sieg auf dem Hof Belle Alliance, Napoleons Hauptquartier, zu Beginn der Schlacht. Augenzeugenberichte und Gemälde von Schlachtfeldbesuchern führen uns die unvorstellbare Menge Gefallener vor Augen. Rings um die genannten Gehöfte wurden diese in riesigen Massengräbern verscharrt und, wie uns Schriftquellen aus der Zeit berichten, angesichts der Unmengen an Leichen teilweise sogar direkt an Ort und Stelle verbrannt. Die Engländerin Charlotte Eaton, die 1815 in Brüssel lebte, berichtet: Die Gruben waren gegraben, doch ihre Füllung ragte über die Bodenoberfläche hinaus. Diese entsetzlichen Haufen wurden daher mit Holz bedeckt und angezündet. Auch der schottische Kaufmann James Kerr, der von seiner Wahlheimat Brüssel aus Waterloo unmittelbar nach der Schlacht besuchte, schrieb: Auf der französischen Seite des Feldes war der Gestank so schlimm, dass man es für vernünftig hielt, die Toten, Männer und Pferde, aus Mangel an Zeit und Helfern zu verbrennen, statt sie zu begraben. Von all diesen Leichen fand man bisher 2 vollständige Skelette, darüber hinaus eine größere Anzahl an Einzelfunden wie
amputierten Gliedmaßen aus den Feldlazaretten oder Ausrüstungsgegenständen der Soldaten. Der Verbleib der übrigen zigtausend Leichen? Ungeklärt. Seit einiger Zeit geisterte nun das Erklärungsmodell umher, die Toten könnten in den 1820er Jahren nach einem Abtransport nach England zu Knochenmehl verarbeitet und dort als Düngemittel verwendet worden sein. Diese These stützt sich zum einen auf das Fehlen all dieser Überreste auf dem Areal der Schlacht, zum anderen auf die Gebräuchlichkeit der Verwendung von Knochenmehl als Dünger und drittens auf Berichte über die Knochen von Gefallenen anderer Auseinandersetzungen dieser Kriege, wie zum Beispiel der sogenannten Völkerschlacht bei Leipzig. Von dort wurde 1829 mindestens eine große Schiffsladung an Knochen nach Schottland abtransportiert, zu Knochenmehl gemahlen und dort als Dünger verwendet. Überliefert haben wir das aus einer Handvoll Zeitungsberichte aus den 1820er Jahren in England. Für Waterloo selbst fehlen solche Hinweise jedoch, weshalb dahingehend für diese These nie ausreichend Sicherheit bestand. An Morbidität wird dieses Erklärungsmodell nur noch übertroffen von neueren Forschungserkenntnissen, die die Historiker Bernard Vilquin, Paul Schäfer und der Schlachtfeldarchäologe Tony Pollard einem intensiven Studium von Akten und Dokumenten aus den Archiven der umliegenden Gemeinden und dem belgischen Staatsarchiv abgewinnen konnten. Ihre Forschungsergebnisse haben die Wissenschaftler erst vergangenen August veröffentlicht. Ab den 1830er Jahren häufen sich demnach Berichte über Exhumierungen bei Waterloo. Einerseits berichten Schlachtfeldtouristen von sich auftürmenden Knochenbergen bei den Gehöften rings um das Schlachtfeld, andererseits finden sich Rechtsbeschlüsse, die eben diese Exhumierungen eigentlich verbieten und die Störung der Ruhe der Toten unter Strafe stellen. In den Berichten des Karl von Leonhard finden wir einen Landarbeiter des Hofes Aix-Saint zitiert, der sich zu einer professionellen Einschätzung der Qualitätsunterschiede der Knochen verschiedener menschlicher Spender hinreißen ließ. Seiner Meinung nach seien die Knochen der Gardegrenadiere besonders gefragt, da sie, wie er weiter meint, so viel wiegen wie die von Pferden. Wie genau er jetzt die Knochen der Gardegrenadiere von denen der übrigen Soldaten im Chaos der Massengräber unterscheiden konnte, lässt er uns leider nicht wissen, aber möglicherweise gaben ja Überreste von Uniformen und Ausrüstung Aufschluss darüber. Die Exhumierung und der Abtransport der Knochen vom Schlachtfeld von Waterloo begann also erst knapp 20 Jahre nach der Schlacht selbst. Der Düngerthese widerspricht das jetzt per se noch nicht, aber zeitgleich finden wir in Belgien eine neue Branche aus dem Bodenschießen. Seit der Kontinentalsperre, die Napoleon seit 1806 gegen Importe aus England und den englischen Kolonien verhängt hatte, war in Europa neben anderen Kolonialwaren auch der Zucker knapp geworden. Um 1800 rum wurde dieser noch ausschließlich in den Kolonien aus Zuckerrohr hergestellt und dann nach Europa importiert. Mit dem systematischen Ausschluss englischer Kolonialwaren vom europäischen Markt durch Napoleons Flotte musste eine Alternative her. Schon in der Mitte des 18. Jahrhunderts hatten preußische Apotheker mit der Züchtung von Rübensorten begonnen, um deren Zuckergehalt zu erhöhen. Aus der Runkelrübe entstand die Zuckerrübe. Ihre Erfolgsgeschichte beginnt jedoch erst mit der steigenden Zuckerknappheit seit 1806 und dem vermehrten Anbau in Preußen, das sich dadurch von englischen Zuckerimporten unabhängig machen konnte. Ab etwa 1830 beginnt auch im neu gegründeten Königreich der Belgier der Aufbau einer großen eigenen Zuckerindustrie auf Basis der Rübe. Massenhaft landwirtschaftliche Flächen wurden nun dem Anbau von Zuckerrüben gewidmet, darunter die Flächen rund um das Dörfchen Waterloo. Im ganzen Land schossen Raffinerien zur Extraktion und Produktion von Zucker aus Zuckerrüben nur so aus dem Boden. So, aber was hat der Anbau von Zuckerrüben jetzt mit den Opfern der Schlacht von Waterloo zu tun? Auf das Düngemittel kann ich ja nicht hinaus wollen, sonst hätte ich mir das bis jetzt aufgehoben. Also, der Anbau von Zuckerrüben erfordert einen tieferen Bodeneingriff als die konventionelleren Nutzpflanzen wie Kartoffeln oder Getreide, die zuvor in dieser Region angebaut wurden. Wir wissen, dass die Massengräber überfüllt waren, besonders tief lagen die Überreste der Gefallenen also nicht im Erdreich und auch der jüngste Skelettfund kam in einer Tiefe von nicht einmal einem halben Meter zum Vorschein. Die Menschen stießen also beim Beackern der Böden quasi zwangsläufig auf die Gräber und verstreuten Überreste auf dem Schlachtfeld, aber das ist noch nicht alles. Während der Zuckerherstellung waren
und sind bis heute diverse Filtervorgänge notwendig, um den Zucker aus der Rübe zu isolieren und zu entfärben. Als Filtermaterial dient Aktivkohle und davon brauchte es eine ganze Menge. Etwa ein Drittel des Volumens des produzierten Zuckers wurde während der Herstellung an Aktivkohlefiltern benötigt, wie uns zeitgenössische Quellen berichten. Nun wurde diese Aktivkohle üblicherweise aus Tierknochen, bevorzugt Rinderknochen, aus den Landwirtschafts- und Schlachtereibetrieben hergestellt. Nur lässt sich die entsprechende Menge Knochen weder aus der landeseigenen Produktion der Zeit noch aus den Importen erklären, und das obwohl Belgien seit 1834 den Außenhandel mit Tierknochen liberalisierte. You do the math. Auf der einen Seite liegen 20.000 bis 50.000 Skelette direkt unter der Nase der örtlichen Bauern, auf der anderen Seite entsteht ein schnell wachsender Bedarf mit rasant steigenden Preisen. Mit der geschätzten Menge an Knochen auf dem Schlachtfeld von Waterloo ließ sich auf dem damaligen Markt ein Vermögen im groben Umrechnungswert von einer knappen halben Million verdienen. Dass die umliegenden Gemeinden dieser Versuchung, ihre eigenen Lebensumstände zu verbessern, insbesondere nach den Schäden, die die Schlacht in der Region verursacht hatte, nicht widerstehen konnten, ist zumindest verständlich. Für HistorikerInnen ist es jedenfalls endlich eine einleuchtende Antwort auf eine Frage, die seit mittlerweile über 200 Jahren unbeantwortet im Raum stand, und eine fundierte Erklärung, weshalb von all diesen Tausenden von Toten selbst mit den technischen Möglichkeiten der Archäologie des 21. Jahrhunderts nur 2 vollständige Skelette jemals gefunden wurden. Aktivkohlefilter aus Tierknochen werden übrigens auch bis heute teilweise in der Zuckerproduktion verwendet, zum Beispiel bei einigen Herstellern in den USA. Zuckerproduzenten aus Deutschland verwenden jedoch laut Selbstauskunft lediglich Aktivkohlefilter aus pflanzlichen Komponenten. In diesem Sinne, bon appétit, mein Liberté! Welcome, my friend, sit yourself down and meet the best YouTube channel in town. Gib uns ein Like und ein Abonnement und schau vorbei auf unserem Patreon.